Dann sage ich mal Moin Moin und willkommen zurück zu Max Payne 3. Wir müssen jetzt hier lang laufen, wie immer, aber nach oben. Und versuchen diese Daphne zu retten. Zwar wollen wir das nicht unbedingt, aber... Also wir schon, aber unser Passos-Kollege, der möchte nicht. Komm, soll ich den Arsch schießen? Weil der macht das quasi nur, damit wir denken, es wäre alles cool mit uns. Also mit ihm. Den hätten wir. Oh. Naja, das war grazil, wie ich da lang gelaufen bin. Aber ich vermute natürlich, was ziemlich schlecht ist. Na komm. Okay, den hätten wir. Ich vermute nämlich, dass alle schon tot sind hier. Ich hoffe es nicht. Ist das hier ein Kino? Ach, da wird RTL 2 ausgestrahlt. Auch nicht schlecht. Kommt bestimmt gleich ein Porno. So. Okay. Den hätten wir auch. Oh, 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 das dachte ich mir schon. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Ich dachte vorhin, das wäre ja, ne? Ein Gegner. Oh, Schaustück. Warum kann ich das nicht untersuchen? Naja. Oder muss ich dafür extra zurückkommen? Und da fliegt ein bisschen mehr Blut durch die Gegend. Jetzt kann ich vielleicht mal das Schaustück untersuchen. Ja. Americans had a long and checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth. Okay. Das heißt, jetzt haben wir einen Hinweis gefunden, ein paar Leute abgeknallt. Oh, diesmal war hier keiner. Hier ist auch keiner. Okay. Was ist jetzt hier los? Oh Mann. Das habe ich mir fast gedacht. Ich dachte wohl nur, das wäre im unteren Raum gewesen. Aber da haben sie echt alle umgebracht. Übles Massaker, ey. Und da ist Daphne. Junge, Junge. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. Das ist ziemlich auffällig, wie er sagt. Hier haben sie den Leber geschossen, den Rücken. Die Niere, meine ich. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein, something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes. Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it.
But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. Probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. Want to do some good? Want to get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. What? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel. And that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Oh yes, und da sieht's ja richtig, richtig gut aus. Da will man gerne mal rein und mal riechen, wie es da riecht. Boah. Übel. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Nicht It schlecht. wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. Ein Schalldämpfer. Sehr gut. Aber im ersten It was Moment... the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Ja, im ersten Moment sah es so aus, als ob er gerade die Pulle trinken wollte, ne? Okay, sie entsorgen wohl ein paar Leichen und Leichenteile, so wie es aussieht. Ich habe vorhin schon überlegt, ob die zu so einer zu so einem Menschenhändlerring gehören irgendwie. Die mit Organhandel irgendwas zu tun haben. Ich weiß es nicht. Macht aber den Anschein. Oh, You Painkiller. can't unsee something, but you can dull the effect. Ja, das ist die Ufe. Lag da noch was? Nee. Komme ich hier rein? Kann ich das aufschießen? Geht scheinbar nicht. Nicht so den Effekt, wie ich dachte. Naja, gut. Kann ich wohl nicht. Okay. The Imperial Palace Hotel was a five-star, bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Ja, dann fahren wir doch mal hoch. Maybe the service would be better upstairs.
Na komm, trau dich, komm raus. Tut dir doch keiner was. Você não tá fazendo nada, tô fazendo tudo só. Schade, ich dachte, ihr erwischt die. Okay. Fette Wumme. Die behalte ich erstmal. Auf Wiedersehen. Ja, was ist hier noch? Here comes Daddy. Das erinnert mich so ein bisschen an Arnie, ne? Terminator. So ein wenig. Okay. Ach, ich habe ihm direkt in die Klöten geschossen. Ich hätte nur noch einen Schuss, deswegen nehme ich lieber die Knarre. So, komm. Den aber auch erledigt. Okay, hier ist wohl der Türöffner. Jetzt schlängeln wir uns mal schön hier durch. Oh, da ist jemand. 2. 3. Hat er noch mehr? Und irgendwo kriege ich noch Schüsse ab. Ah, schauen wir uns genauer an. Ah, von da. Und. Das wären die 3 vom Grill. Nämlich die mit Lampenaufsatz. Ja, die ist auch cool. Okay. Bin ich wohl kurz umgefallen, aber gleich wieder am Leben gewesen. Na komm. Sehe ich hier noch Painkiller? Nee, Leichen. Okay. Das ging ja easy. Da kommen wir hoch, Max. Oh, was ist das? Yes. Das nenne ich mal eine Wumme. Lass mal nachladen. Noch jemand Interesse? Ich komme auch zu euch. Ich mache Hausbesuche. Da habe ich mich selber ein bisschen überrascht. Ist aber nicht schlimm. Ja. Lampenaufsatz. Brauchen wir nicht. Hier ist auch nichts weiter. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in a mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Ist hier irgendwas? Nope. Da ist nichts. Hier auch nicht. Okay, wir können doch hier rein. Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Ja, das sind keine Gegner, so wie es aussieht. I Verletzte. had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Haben die nur verprügelt? Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal
nightmare. Der sieht echt fertig aus. Was haben sie mit dem gemacht, ey? Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. Na, das sehe ich genauso, Max. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Okay. Noch ein paar Jungs. Ah, diese scheiß Westen immer, diese Annahmen. Dann machen wir es langsam hier. Nice and slowly. Aber ich sehe das genau wie Max. Wir müssen diesen Kackladen hier mal auflösen. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nicht ganz verstanden, was sie mit denen gemacht haben. Waren das jetzt irgendwelche Organhändler, die Menschen da ausbeuten und die Leichen, die dann nicht, von denen die nicht überleben, verbrennen, oder war das nicht so? Oh, der hat hier ein bisschen Zappelflip gemacht. War das nur 2? Da waren noch 3. Ah, ist Nummer 3. Schau ich jetzt mal kurz hier rein. Vielleicht finden wir hier nochmal so einen Painkiller. Das Ding ist leer. Okay, den hätten wir. Das mich hat er getroffen. Junge. Ah, die haben es echt verdient. Kann man nicht anders sagen. Mal kurz nachladen. Ja, wo ist dein Kopf? Da war er. Okay, jetzt haben wir sie gleich. Na, Jungs. Na komm. Schrotflintenabgabe. Ich wusste gar nicht, dass die Schrotflinten auf so eine Entfernung so einen Schaden machen. Aber die ist jetzt, glaube ich, auch alle. Na komm. Junge. Muss ich dich erst holen kommen? Dich hat es auch immer erlegt, würde ich sagen. Komm doch mal hoch. Ach, da ist noch einer. Dann verstecke ich mich doch lieber. Den hätten wir. Jetzt der letzte. This was hell on earth. Okay. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, was die Jungs gemacht haben hier. Oder was sie mit den Leuten gemacht haben. Ist das so ein Menschenhändlerring, Organmafia, keine Ahnung. Also ich habe mir die Story auch noch nicht durchgelesen. Vielleicht wisst ihr das ja oder habt vielleicht das Spiel schon durch und könnt mir einen Tipp geben. Mich würde das echt mal interessieren. Wenn nicht, muss ich da irgendwann mal googeln, aber das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen wäre es cool, wenn ihr mal Zeit habt und Bock habt, mir das mal in die Kommentare zu schreiben. Das wäre echt mal interessant. Und wir müssen uns mal angucken, was in der nächsten Folge los ist. Das machen wir aber nicht in der nächsten Folge, was hinter der Tür los ist.
Aber das machen wir in der nächsten Folge, das wollte ich damit sagen. Und Max quatscht mir schon wieder dazwischen, aber diesmal stört mich das nicht. Deswegen, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, schaut wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich drüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen nach oben. Das wäre sehr cool. Ein Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Ich lese mir alles durch, was mir so unter die Finger kommt und antworte auch gerne. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.